Das ist das Lieblingsinstrument von Johann Sebastian Bach. Für meine Solo-Debüt-CD habe ich einige seiner berühmtesten Werke auf Klavichord aufgenommen. In diesem Video zeige ich euch, warum ich mich mit 16 Jahren in dieses wunderbare Instrument verliebt habe. Zum Lernen ist ein Klavichord das beste Klavier, ja auch zum Spielen, wenn jemand die Manieren nebst den Affekten recht vorstellen will. Bach hat die chromatische Fantasie etwa um 1720 geschrieben, denn ab dann tauchen ganz viele Abschriften seiner Schüler auf, zum Beispiel Graupner, Agricola, Kirnberger, Müthel und später auch bei Forkel und seinem Schüler Griepenkerl. Auch um 1720 hat Johann Sebastian Bach das Notenbüchlein für Wilhelm Friedemann angefangen und es bis 1723 mehrmals umgearbeitet. Da ist so eine Art Reinschrift entstanden, vermutlich im Zusammenhang mit seiner Stelle als Thomaskantor, die er übernommen hat. 1722 und 1725 hat er für Anna Magdalena Bach die beiden Notenbüchlein geschrieben, wobei im zweiten die Partita in E-Moll enthalten ist, die ich für diese CD aufgenommen habe. Also welch kreatives Umfeld, in dem Bach für seine Schüler, seine Kinder, seine Frau die Notenbüchlein geschrieben hat und eben auch die chromatische Fantasie. Und interessant ist auch, dass er in seiner Weimarer Zeit vorher sehr viele Concerto-Bearbeitungen von Vivaldi und anderen für Tasteninstrumente gemacht hat und offensichtlich einen sehr engen Bezug zwischen dem Streichinstrument der Geige und den Tasteninstrumenten gesucht hat. Von seinen Schülern, Agricola zum Beispiel, ist überliefert, dass er in den Unterrichten die eigenen Geigen-Solowerke auf dem Klavichord gespielt hat. Mich hat fasziniert, wie in dieser Zeit um 1720 und danach im Hause Bach sehr kreativ mit den Tasteninstrumenten und Bearbeitungen umgegangen worden ist und daraus irgendwie eine Klaviertechnik im weitesten Sinne entstanden ist. Um diese Affekte und diese Rhetorik der barocken Zeit auf dem Klavichord in seiner ganzen Bandbreite zum Ausdruck zu bringen, habe ich für diese Aufnahme nach einem Stück oder nach einer Tonart gesucht, die das kann. Und bei Mattheson habe ich durch die Tonartencharakteristiken nachgelesen und bin bei E-Moll hängen geblieben als eine sehr dramatische, feinsinnige, tiefgründige Tonart. Dem vierten E-Moll, Frugio, kann wohl schwerlich was Lustiges beigeleget werden. Man mach es auch, wie man wolle, weil der sehr pensiv, tiefdenkend, betrübt und traurig zu machen pfleget. Doch so, dass man sich noch dabei zu trösten hoffet. Etwas Hurtiges mag wohl daraus gesetzet werden, aber das ist darum nicht gleich lustig. Mir schien diese Partita in E-Moll sehr zutreffend zu sein, um das auszudrücken, was Adlung 1726 über das Klavichord schreibt. Wie ein Klavichord klingen muss, das schreibt er als Musiker und Instrumentenbauer. Ein Klavichord soll stark klingen, jedoch aber nicht so pochend, sondern lieblich auf Harfenart. Es soll auch lieblich und lange nachklingen. Da man nun auf Klavieren den Bass gerne pompicht und völlig hat, die oberen Oktaven aber nach und nach delikater und harfenmäßig. Dieses sehr bekannte Instrument ist so zu reden aller Spieler erste Grammatiker.
Denn so sie dieser mächtig sind, können sie auch auf Spinetten, Klavizimbeln, Regalen, Positiven und Orgeln zurechtkommen. Johann Nikolaus Forkel hat als erster Biograf Bachs eine Biografie verfasst aus Gesprächen mit den Söhnen Bachs. Und darin schreibt er über die Klaviertechnik Bachs. Und das greift sein Schüler Friedrich Griepenkerl auf, der 1819 als erster die chromatische Fantasie veröffentlicht und in diesem Vorwort eben auch über die Klaviertechnik Bachs schreibt. Griepenkerl spricht vom Fassen und Forkel vom Schnellen. Der Mechanismus der Hand ist auf das Fassen berechnet. Die Finger sollten in Ruhestellung rund und gekrümmt sein und Griepenkerl merkt dann an: Die Ungleichheit der Finger an Kraft und Gelenkigkeit aber macht noch ein anderes künstliches Hilfsmittel notwendig. Bach fand dieses Hilfsmittel im Einsatz des Gewichtes der Hand und des Arms. Dass jeder mit Leichtigkeit und nach Willkür entweder in gleicher Stärke unterhalten oder vergrößern und vermindern kann. Diese innigste Verbindung dieser Schnellkraft mit dem Gewicht der Hand beim Anschlag ist daher das Wesentlichste am ganzen Mechanismus des Klavierspiels nach Bachs Art. Diese Technik ermöglicht einem mit guten Manieren in allen Affekten die Musik am Klavichord zum Ausdruck zu bringen, so wie es Adelung beschreibt. Und besonders unter dieser Voraussetzung betrachtet ist die chromatische Fantasie von Bach, denn sie hat eine unglaubliche Variabilität an Affekten, an rhetorischen Figuren und harmonischen Progressionen, die für ihn sehr ungewöhnlich sind, aber auf dem Klavichord mit einer sehr großen Bandbreite darstellbar sind. Ich habe mit 16 Jahren ein Praktikum gemacht in einer Geigenbauwerkstatt und habe durch Zufall eine Schublade aufräumen müssen, wo die Baupläne alle aufbewahrt waren. Und da war ein Bauplan mit einem Tasteninstrument. Und das hat mich als Jugendlicher, 16-Jährige sehr fasziniert, dieses kleine, handliche Reisetasteninstrument zu haben. Der Bauplan war 1:1 und ich konnte mir sofort vorstellen, wie das aussieht, aber ich hatte keine Vorstellung, was ein Klavichord ist bis dahin. Ich habe noch nie davon gehört. Das Klavichord ist vielleicht das leiseste Instrument der westlichen Musikwelt und ist es vielleicht nicht das, was wir heute am meisten benötigen? Die Stille, die Ruhe, Stichwort Inner Peace. Am liebsten spielte er auf dem Klavichord. Die sogenannten Flügel, obgleich auf ihnen ein gar verschiedener Vortrag stattfindet, waren ihm doch zu seelenlos. Und die Pianoforte waren bei seinem Leben noch zu sehr in ihrer ersten Entstehung, noch viel zu plump, als dass sie ihm hätten Genüge tun können. Er hielt daher das Klavichord für das beste Instrument zum Studieren, sowie überhaupt zur musikalischen Privatunterhaltung. Er fand es zum Vortrag seiner feinsten Gedanken am bequemsten und glaubt nicht, dass auf irgendeinem Flügel oder Pianoforte eine solche Mannigfaltigkeit in den Schattierungen des Tons hervorgebracht werden könne, als auf diesem zwar tonarmen, aber im Kleinen außerordentlich biegsamen Instrument. Das ist für mich als Musikerin sehr inspirierend und das möchte ich mit so vielen Menschen wie möglich teilen.